Guten Morgen, liebe Scooterfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute beim Motorradshop Ahlers in Potsdam und stelle euch heute die neuen Zontes Modelle vor, den 368e und den 368G. Den 350e, also den Vorgänger von diesem Modell, den hatte ich ja eine ganze Weile, war auch super zufrieden. Bud kennt ihr vielleicht, habt ihr schon gesehen in meinen Videos. Und auch den 368G bin ich schon Test gefahren. Und das ist jetzt das neue Modell und da haben sich eine ganze Menge Sachen verändert. Und was genau, erzähle ich euch heute in diesem Video. So, hier ist er nun, der 368e, der Nachfolger von meinem, den ich hatte, den 350e. Hat sich an der Front optisch schon ein bisschen was verändert, ne? Seht ihr, der ist jetzt ein bisschen dynamischer vorne, sieht ein bisschen sportlicher aus. Auch hier so diese Ausnehmungen in Blau eingefärbt, sieht ganz schick aus. Vorne hat er jetzt, was vorher noch nicht war bei dem 350, serienmäßig eine Frontkamera. Hinten auch eine Front- und Heckkamera. Bremse ist gleich geblieben, ist eine J-Juan-Bremse. Was sich aber geändert hat, ist hier vorne die Telegabel. Die wurde also abgegradet. Ich schätze mal nochmal ein neues Setup, wahrscheinlich ein bisschen komfortabler ausgelegt. Das Windschild hat sich ein klein wenig verändert, ist von der Größe aber gleich geblieben. Seitlich nicht viel Neues. Was sich aber geändert hat, ist die Sitzbank. Die hat jetzt hier so eine Lendenwirbelstütze. Ganz neu ist der Auspuff. Da war ja vorher ein relativ großer dran bei dem vorherigen 368. Den haben sie jetzt verschmälert, auch leichter gemacht. Dann haben wir jetzt hier hinten serienmäßig die Kamera drin, die es vorher nicht gab. Licht hinten ist gleich geblieben. Federbeine hinten, weiß ich nicht, ob da jetzt auch neue sind. Das war immer so ein bisschen meine Kritik, dass der hinten nicht so toll gefedert war. Ich glaube, da ist noch mal ein neues Setup gemacht worden. Sehr schön, genau wie vorher, abgewinkelte Ventile. Kommt man gut ran, wenn man Luft nachfüllt. Und natürlich genauso wie vorher Reifendrucksensoren, die dir die Temperatur und den Reifendruck immer anzeigen. So, jetzt schauen wir uns mal die Ansicht hier vorne an. Ich mache ihn mal an. So, was auffällt, die Spiegel sind neu. Die sind jetzt ein bisschen eckiger und haben eine andere Form gekriegt. Wir haben genau dieselben riesigen Handschuhfächer. Auch hinten wieder mit einem USB-Anschluss. Die sind wirklich fantastisch. Also für Leute, die viel unterbringen wollen. Hier passt eine 1,5 Liter Flasche Wasser rein. Riesig große Staufächer rechts und links. Insgesamt dann 3 Liter Stauraum fast. So, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der komplett neu ist. Und zwar sind das die Armaturen. Die sind jetzt überarbeitet worden. Finde ich auch wirklich deutlich schöner als vorher. Die kleine Feststellbremse ist geblieben hier, dieser Hebel. Sehr praktisch. Innen drin hier haben sie alles ein bisschen schöner gemacht. Hier mit verchromten Leisten außenrum. Das sieht ein bisschen schicker aus als vorher, finde ich. Genauso hier vorne. Nochmal ein USB-Anschluss. So, kommen wir mal zu der größten Neuerung. Und zwar haben wir jetzt ein E-Gas und dementsprechend halt kein Kabel mehr hier hinten dran. Elektronische Drosselklappenregelung. Der Startschalter und Anschalter ist ein bisschen abgeändert worden. Hier unten ist der Modusschalter. Alle Schalter wie vorher auch hintergrundbeleuchtet, was wirklich schön aussieht. Auf der anderen Seite genauso. Wir haben hier den Warnblinkschalter vorne, den Highbeam, den Sitzöffner haben wir hier oben, die Tankklappe. Wenn ich hier drücke, geht der Tank unten auf. Das ist gleich geblieben. Dann haben wir hier unten so einen 5-Wege-Schalter. Der ist dann dafür da, im Cockpit die Einstellungen vorzunehmen. Und da wir jetzt ein E-Gas haben, hat Zontes dem 368e auch noch einen Tempomaten spendiert, was natürlich zum Touren fantastisch ist. So, schauen wir uns mal das Display an. Das ist auch komplett verändert, sehr kontrastreich, sieht absolut spitze aus. Das haben sie deutlich verbessert. Hier oben Drehzahlmesser, Tachoanzeige, hier ist die Reifentemperatur und der Reifendruck, Tankanzeige, Uhrzeit, Trip, Wassertemperatur, Gesamtkilometer und da können wir jetzt hier über den Joystick noch ein bisschen hin und her schalten. Da sehen wir den Verbrauch. Außentemperatur, das ist natürlich super. Wir haben jetzt endlich eine Außentemperaturanzeige. Spannung wird angezeigt. Reichweite, da kann man also jetzt sich verschiedene Sachen anzeigen lassen. Wenn ich lange drücke, dann komme ich in das Menü rein und da haben wir dann die unterschiedlichen Funktionen, die ich mir auswählen kann. Sehr schön grafisch dargestellt. Ja, also ich kann hier verschiedene Themen mir auch noch aussuchen beim Display, kann mein Handy koppeln und auch spiegeln und je nachdem, was man möchte, hat man dann verschiedene Anzeigemöglichkeiten des Displays, Reifendruckeinzeige, Bluetooth, also sehr umfangreich, schön gemacht jetzt das Display
deutliche Verbesserung. Hier kann man jetzt an die Kameras gehen. Also Display eine deutliche Verbesserung zu dem vorher. Viel moderner, mehr Anzeigen drin, Außentemperaturanzeige, alles was man sich wünscht. Die Schalter von der Haptik finde ich sie auch besser. Also auch mit Handschuhen besser zu bedienen, kommt man mit dem Finger gut ran. Neues, tolles Display. Wir gucken uns mal vielleicht nochmal den Sitz an. Ob sich da was verändert hat? Nein, gleich geblieben. Gasdruckstoßdämpfer vorne, damit das Ganze oben bleibt. Eine Sache, da unten sieht man ein Stromkabel, was der auch noch hat. So, wenn ich jetzt hier einmal drücke, dann kommt diese Anzeige. Jetzt kann ich hier das Windschild in 2 Positionen verstellen. Das war vorher genauso, aber jetzt halt übers Menü hier unten. Hier komme ich dann in die Griffheizung rein, in 3 Stufen regelbar. Und was er jetzt auch hat, er hat eine Sitzheizung. 3-stufig regelbar. Für den Fahrer, Sitzheizung mit dabei, alles serienmäßig. Gut, also Änderungen bei dem 368e im Vergleich zum Vorjahr. Neue Telegabel vorne. Design zum 368 ist optisch gleich geblieben, hat sich nur zum 350er verändert. So, wir haben also wirklich eine ganze Menge Änderungen jetzt an dem 368e. Lendenwirbelstütze, beheizte Sitzbank, beheizte Griffe, alles serienmäßig. Wir haben E-Gas, wir haben einen Tempomaten, wir haben ein neues Display, wir haben neue Armaturen, Front- und Rückkamera sind jetzt serienmäßig mit dabei. Ich wüsste jetzt nicht, was noch als Zubehör drin sein sollte. Umfangreicher geht's kaum. Der hat jetzt wirklich alles mit dabei, was man sich so erwünscht. Man muss also kaum noch irgendwas nachrüsten im Zubehörmarkt. Und das Interessante ist, der Preis hat sich jetzt nicht groß verändert. Kostet, glaube ich, 5.690 €. Also wirklich ein toller Roller. Ich war von dem 350 eher absolut begeistert. Und das ist jetzt der Nachfolger davon. Hat wirklich eine Menge mehr Ausstattung. Und der Preis ist fast gleich geblieben. Also tolles Fahrzeug. Das jetzt der 350e. So, dann kommen wir mal zum 368G, dem Adventure Scooter von Zontes. Tolles Fahrzeug, bin ich letztes Jahr schon Probe gefahren. Ich zeige euch jetzt nochmal alle Details an diesem Adventure Scooter, die für dieses Jahr 2026 neu sind. So, ich fange auch hier mal vorne an. Da hat sich jetzt optisch an sich nichts verändert zum Vorjahresmodell. Das ist jetzt hier die schwarze Version, finde ich sehr schön. Alles gleich geblieben. Sturzbügel sind inkludiert. Zusatzscheinwerfer schon mit dabei. Wir haben Front- und Rückkamera mit dabei. Was wir allerdings haben, wir haben auch hier ein neues Federbein vorne. Auch da wurde wahrscheinlich dann die Abstimmung etwas geändert. Ansonsten genau wie vorher. 17 Zoll Räder vorne, 110/70. Schlauchlose Reifen mit Speichen. So eine Sache, die mir sofort aufgefallen ist, ist die Sitzbank. Denn was bei der jetzt fehlt, und das war so ein bisschen mein Kritikpunkt beim letzten Modell, ist hier hinten die Lendenwirbelstütze. Die haben sie jetzt weggemacht, haben dafür also einen fließenden Übergang gemacht, trotzdem noch so ein bisschen Stütze da. Aber man kann jetzt als großer Fahrer, das werde ich gleich mal testen, deutlich besser sitzen und weiter nach hinten rutschen. Hat dementsprechend auch mehr Platz für die Beine und einen anderen Kniewinkel, also sehr angenehm. Auch hier unten alles gleich geblieben. Zusätzliche Fahrerfußrasten, falls man stehen möchte. Da sind die Soziusrasten. Motor, Antrieb gleich geblieben, da hat sich nichts verändert. Was sich aber verändert hat, und da hat Zontes jetzt auch wieder auf die Fahrer gehört, wir haben ein anderes Federbein. Vorher hatten wir das mit dem Gasdruckstoßdämpfer und das war relativ hart abgestimmt, muss man sagen. Also es war nicht sehr komfortabel hinten. Darauf haben sie gehört, haben jetzt hinten ein einfacheres, aber anders abgestimmtes Federbein ran gemacht. Einstellbar in der Federvorspannung natürlich. Und das soll jetzt deutlich komfortabler sein. Ansonsten auch hinten 150/70/14, schlauchlos mit Speichenrädern und abgewinkeltem Ventil kommt man also schön ran. Auch hinten Kamera, also vorne und hinten Kamera integriert. Dann eine Sache, die neu auch ist der Auspuff, genauso wie beim E. Schlanker geworden, ist nicht mehr dieser Riesenauspuff, der ja auch viel Platz eingenommen hat, sondern ein kleinerer. Der trägt unter anderem jetzt dazu bei, dass das Fahrzeug deutlich leichter geworden ist, denn der 368G wiegt jetzt nicht mehr 203, sondern 6 Kilo weniger, 197 Kilo, was natürlich fürs Fahrverhalten gut ist, fürs Manövrieren, also deutlich leichter geworden. Auch der 368G hat natürlich ein Handschuhfach, wird hier oben geöffnet. Bisschen kleiner natürlich, da passt jetzt vielleicht ein Smartphone oder so rein. Die Ladebuchse, die hier mal war, die USB-Buchse, die ist jetzt nicht mehr da. Braucht man aber auch nicht zwingend, weil der hat hier oben in der Mitte eine USB-C und Standard-USB. Sehr praktisch jetzt auch von der Lokalisierung hier, wenn man jetzt hier irgendwie ein Navigationssystem hat, ist der USB-Anschluss schön dran. Voll einstellbare Telegabel vorne in Zugstufe und Druckstufe, also Compression and Rebound. Auch hier die neuen Armaturen, genauso wie beim E. Wir haben ein E-Gas, also elektronische Drosselklappenregelung.
Animation auch toll hier, ne, von dem Display. So, das ist jetzt das Display, genauso wie beim E. Gleiche Anzeigen. Hier ist jetzt ein anderes Layout ausgewählt. Auf der linken Seite neue Schalterelemente, wunderschön geworden. Die sehen wirklich klasse aus. Hier sind die Zusatzscheinwerfer, die wir nutzen können. Das ist der Tempomat. Warnblinkanlage. Hier unten kommen wir wieder ins Menü rein. Einmal kurz drücken. Dann haben wir hier unten Griffheizung, das ist die Sitzheizung in 3 Stufen. Und bei dem ist jetzt noch eine Besonderheit, der hat auch für den Sozius eine Sitzheizung. Also nicht nur Fahrer, sondern auch Beifahrer. Kann man auch ganzjährig fahren, sodass man dann beheizten Sitz für Fahrer, Beifahrer und die Griffe hat. Wunderbar. Hier kann ich das TCS auch noch ausschalten. Da kommt dann das Symbol, dass es ausgeschaltet ist. Hier kommen wir jetzt ins Menü rein, können auch hier wieder die ganzen Funktionen einstellen. So, schauen wir uns auch hier nochmal das Sitzbankfach an. Ja, auch riesig groß. Ladegerät wird mitgeliefert. Da unten sieht man, das ist der Anschluss hier für die Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer. Und hier haben wir auch noch mal zusätzlich 2 USB-Anschlüsse. Kann man also seine Geräte hier drunter laden. Und hier kriegt man tatsächlich wirklich 2 Integralhelme rein. So, ich werde jetzt noch mal kurz einen Sitztest machen mit der neuen Sitzbank hier, ob da ein Unterschied ist zu vorher. Weil vorher saß man ungefähr, ja, ich sag mal so. Das war so die Sitzposition. Das ging, war okay. Also die Knie waren hier hinter. Mit dem Lenker, der ist sowieso extrem hoch, kommt man da nirgendwo ran. Dann kann man die Füße hier vorne hinstellen. Jetzt kann ich aber deutlich weiter nach hinten rutschen. Das ist sehr angenehm. Habe dadurch hier noch mehr Kniefreiheit vorne. Insgesamt eine etwas bequemere Position. Also diese Lendenwirbelstütze war praktisch. Man konnte sich reinstützen. Die hat aber große Fahrer ein bisschen für meine Verhältnisse zu weit nach vorne geschoben. Ansonsten alles gleich geblieben. Man hat die normale Position, kann die Füße nach vorne stellen oder man nutzt halt die zusätzlichen Fußrasten hier und hat dann so ein bisschen, ja, motorradähnliche Sitzposition und kann dann natürlich auch leichter aufstehen. Das mit der Sitzbank ist wirklich gut. Da haben sie sich wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen orientiert an europäischen Fahrern, die ja etwas größer sind. Und dass die Lendenwirbelstütze weg ist, definitiv eine Verbesserung. Schauen wir uns mal den Sozius-Komfort an. Die Sozius-Sitzbank hinten, sehr schön lang und breit. Oh, ist da viel Platz. Ja, also da kann man gut hin und her rutschen, sich bewegen. Kniewinkel, ich bin sehr groß, 1,88 ist okay. Hat man also eine gute Sitzposition, auch gut gepolstert. Soziusplatz auch gut, aber Fahrersitz deutlich verbessert zu vorher, dadurch, dass die Lendenwirbelstütze einfach weg ist. Windschild ist auch geblieben, ist verstellbar in 5 Positionen. Das ist jetzt die oberste, wird dann hier außen mit 2 Rädern verschraubt. Kann man nur machen, wenn man steht, aber leicht verstellbar in 5 Positionen und das hatte ich beim letzten Mal auch festgestellt. Windschutz ist wirklich gut. So, und als Vergleich mache ich natürlich auch noch mal einen Sitztest auf dem 368e, dem Touring-Roller. Ist ähnlich wie bei meinem 350e, den ich hatte. Ich sitze ein bisschen weiter vorne, aber dafür ist die Lendenwirbelstütze wirklich hier richtig gut. Ich kann mich da so richtig reindrücken hinten. Habe trotzdem einen guten Winkel hier mit den Beinen vorne. Armposition, also der ist super bequem. Also ganz anders als der G, der ein bisschen dynamischer ist, würde ich mal sagen. Aufrechter. Man sitzt ein bisschen höher. Hier ist wirklich so ein richtiger Tourenroller, mit dem man lange Strecken fahren kann. Also was die Sitzposition anging, war ich ja mit meinem 350e auch super zufrieden. Das ist extrem angenehm, sehr komfortabel. Und hier sitzt man also richtig so schön nach vorne gestreckt. Ja, das waren so die Änderungen der beiden 2026er Modelle. Beide sehr unterschiedlich. Das also eher für Leute, die vielleicht auch mal einen Schotterweg fahren wollen. Halt so ein bisschen dieser Adventure-Look. Vergleichbar mit dem ADV 350 von Honda. Ist ja ein sehr begehrtes Segment jetzt, dieser ADV-Scooter. Man sitzt ein bisschen höher, man hat eine etwas dynamische Sitzposition. Ansonsten Ausstattung natürlich perfekt jetzt bei beiden. Ja, also mit E-Gas, mit Tempomat, mit Sitzheizung, mit Griffheizung. Bei beiden tolle Reichweite. Der hat hier einen 17,5 Liter Tank. Ich glaube, der liegt bei 16,5. Also man kommt mit beiden richtig weit, wenn man auch mal längere Touren fährt. Hier halt vorne 17 Zoll mit Speichenrädern. Hier haben wir vorne 15, hinten 14 Zoll. Verbrauch bei beiden gleich, etwa 3,5, 3,6 Liter. Der hier ist jetzt noch mal leichter geworden durch den anderen Auspuff. Das heißt 6 Kilo gewonnen statt 203 nur noch 197 Kilo. Neue Displays, neue Schalter, Hintergrund beleuchtet. Das ist also hier der 368e, würde ich mal sagen, eher so das Tourenmodell, der klassische Maxi-Scooter und der 368G halt im Stil der modernen ADV-Scooter mit Speichenrädern und größerem Rad vorne. Aber sinnvolle Änderungen bei beiden. Hier das Fahrwerk nochmal überarbeitet. Da bin ich schon gespannt auf meine erste Testfahrt. Wenn es einen Vorführer gibt, werde ich die auf jeden Fall machen. Weil das war halt die Sache, die
Fand ich damals nicht so perfekt. Vorne die Telegabel war super, muss ich sagen, aber hinten war es relativ bockig und hart, wobei ich es mir damals auch nicht eingestellt habe und es war ein neues Fahrzeug. Aber jetzt, wie gesagt, komplett verändert, ohne den Ausgleichsbehälter hinten. Da bin ich gespannt auf die erste Testfahrt, wie jetzt der Fahrkomfort bei dem G ist. Bei dem E auch ein bisschen verändert, neue Telegabel vorne, auch andere Federbeine hinten. Auch da bin ich gespannt, ob da der Federungskomfort sich ein bisschen verändert hat. Aber die ganzen Änderungen, die jetzt da sind mit E-Gas, Tempomat vor allen Dingen, alle, die verreisen wollen, die haben jetzt ein Tempomat drin. Also für den Preis hier 5.700 € für den 368e und für den Zontes 368G sind 6.600, weil der ein bisschen mehr Ausstattung hat. Dann halt auch andere Räder, Speichenräder, größere Räder, Sitzheizung noch mit dabei, Zusatzscheinwerfer. Aber für den Preis bin ich der Meinung, gibt es kaum was Vergleichbares momentan auf dem Markt. Zuverlässig sind die Fahrzeuge auch. Den E habe ich ja gehabt, mehrere tausend Kilometer gefahren, eine lange Reise gemacht. Da war nichts. Keine Probleme gehabt. Butterweicher Motorlauf. Der 368 soll genauso sein. Auch ein ganz weicher Motorlauf. Also für alle, die einen Roller suchen mit sehr guter Ausstattung, mit toller Qualität, mit Zuverlässigkeit, kann ich den nur empfehlen. Eine Sache, die noch sich geändert hat, der hat ja vorher einen Inspektionsintervall gehabt, der Zontes von 4.000 Kilometern. Aufgrund der Erfahrung, die Sie jetzt ja auch im Langzeittest haben, wurde das jetzt hochgesetzt. Jetzt ist der Inspektionsintervall bei 6.000 Kilometern. Warten wir mal vielleicht noch 1-2 Jahre ab. Vielleicht geht dann der Inspektionsintervall auch hoch auf 8.000 oder 10.000 Kilometer. Aber 6.000 schon mal deutlich besser als 4.000. Ja, das war's für heute mit der Vorstellung des 2026er Modells von Zontes, dem 368e und dem 368G. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Wenn ihr fahrt, fahrt vorsichtig. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dann und ciao.